Hallo ihr Schachstreber. Heute werden wir bestimmte Situationen im Endspiel lernen, wenn nach dem Bauernwettrennen eine Seite gewinnt die Dame und die andere Seite steht, sagen wir so, kurz vor der Umwandlung. Wie in dem Fall, also Weiß zieht mit dem Bauern nach vorne und letztendlich wird er die Dame holen und der schwarze Bauer kommt auf die vorletzte Reihe. Wie wir sehen, der schwarze König ist weit weg entfernt, dann ist die Stellung leicht gewonnen. Also das heißt, in dem Fall kann Weiß zum Beispiel Dame G4 spielen und den Bauern schlagen. Schauen wir uns das gleiche Beispiel, wobei der schwarze König jetzt ganz nah steht. Also dann gibt es bestimmte Regelungen, das heißt, beide Spieler werden sich mit dem Bauern Umwandlungsfeld nähern und dann kommen wir zum Thema eigentlich. Das heißt, jetzt hat Weiß die Dame, Schwarz droht die Dame zu holen. Und was wichtig hier ist, der schwarze Bauer ist auf der G-Linie. Wenn der Bauer sich auf der G-Linie befindet, dann ist die Stellung gewonnen. Schauen wir uns an, also was passiert. Also zum Beispiel, wir können jetzt ein Schach geben. Der schwarze König geht jetzt auf E2. Also eigentlich das Ziel von Weiß ist, dass der schwarze König auf das Umwandlungsfeld landet. Wenn es so ist, dann haben wir noch die Zeit, mit dem König zu ziehen. Und dann können wir Schritt für Schritt irgendwann mal mit dem König in der Nähe von dem Bauern stehen und dann können wir den Bauern schlagen. Aber natürlich, Schwarz wird das nicht freiwillig machen, er geht mit dem König weg, zum Beispiel auf E2. Dann geben wir ein Schach. Wir greifen den König an und den Bauern. Das heißt, er muss jetzt auf F2 oder F1 ziehen. Sagen wir König F2, Dame F4 Schach. Jetzt nach König G1 haben wir schon das Ziel erreicht, aber er geht mit dem König schon wieder auf E2 und jetzt kommt der wichtigste Zug. Also die Dame geht auf G3, also die Dame greift den Bauern an und zwingt den schwarzen König jetzt auf F1 zu ziehen. Und dann kommt Dame F3. Das heißt, jetzt gibt Weiß Schach und greift den Bauern an. Der schwarze König darf jetzt nicht weg vom Bauern ziehen, sondern er muss auf die Umwandlungsfeld gehen und dann gehen wir mit unserem König. König C6, zum Beispiel König H4. Wir können jetzt so fesseln oder Dame H5 Schach geben. Wenn er schon wieder auf G1 geht, gehen wir auf D5. Wenn er da geht, können wir zum Beispiel Dame D1 spielen. Jetzt drohen wir hier zu kommen. Wenn er König F2 spielt, Dame D4, nach König F3, Dame G1. Also wenn sowas passiert, dann haben wir keine Probleme mehr. Also wenn die Dame auf die Umwandlungsfeld landet, dann gewinnt Weiß. Sowieso, dann spielen wir einfach mit dem König die ganze Zeit. Also wenn er mit dem König jetzt zum Beispiel auf F1 geht, dann wiederholen wir unseren Verfahren. Also das heißt Dame F4, König E2, Dame G3, König F1, Dame F3, König E1. Und jetzt geht schon wieder der König. König H2. Vielleicht können wir auch Dame F2 in dem Fall spielen. Vielleicht ist das noch ein bisschen schneller. Nach König H3, Dame G1. Nach König H1, Dame H4. König E1 und schon wieder das gleiche. So, König F1. Wir können zum Beispiel auch so fesseln. Nach König F2 fesseln. Und nach dem Zug können wir wieder das Ganze wiederholen mit Dame F4 und so, aber wir können auch einen ganz schlauen Zug spielen, König F3 und jetzt, wenn Schwarz die Dame sich holt, ist Matt im nächsten Zug. Genau das gleiche wäre, wenn der Bauer auf der B-Linie steht. Das heißt, wenn die Bauern sich auf der G- oder B-Linie befinden, der Weiße wird gewinnen. Also das heißt, in dem Fall wiederholen wir einfach das ganze Verfahren. Also Dame C4, König D2, Dame B3 in dem Fall, wir greifen den Bauern an,
Er muss König C1, Dame C3 und der König ist verpflichtend auf B1 Feld zu gehen und dann haben wir die Zeit für noch ein Tempo mit dem König. König geht auf D4, König A2, schon wieder fesseln, Dame C2, König A1, Dame A4, König B1 und unser König ist schon jetzt ganz in der Nähe von dem Bauern, das heißt nach König C1 können wir jetzt so fesseln und dann nach König B1 ist es schon matt, nach König D1 schlagen wir den Bauern und nach ein paar Zügen werden wir Schachmatt setzen. Weiß könnte auch in der Stellung Matt auf C2 setzen. Also wenn der schwarze Bauer sich auf der D- oder E-Linie befindet, dann ist die Stellung schon wieder gewonnen. Das heißt, wir machen einfach unseren Verfahren schon wieder. Also wir gehen mit der Dame auf C2 zum Beispiel, wir fesseln den König. Wenn der König schon wieder auf E3 geht, Dame D1, die Stellung ist gewonnen. Er muss mit dem König auf E1 gehen, Dame E4 Schach, König F2 und jetzt, wie gesagt, der wichtigste Zug. Also wir greifen den Bauern an, wir zwingen den schwarzen König auf E1 zu kommen und dann kommt Dame E3, damit der König jetzt auf die Umwandlungsfeld kommt und dann haben wir die Zeit für unseren Königszug. König D5, zum Beispiel König C2, schon wieder fesseln, König C1, Schach, König D1 und wir gehen schon wieder mit dem König. Nach dem Zug können wir wieder fesseln, König E2, Dame C2, König E1 und jetzt nochmal möglich wäre, mit dem König auf E3 zu gehen und lassen, dass der Schwarze sich die Dame holt. Und dann können wir auf F2 Schachmatt setzen. Das passiert sehr oft in solchen Fällen. Oder der Schwarze kann auch den Springer holen, aber das hilft ihm auch nicht, weil nach dem König F3, also der Springer kann nirgends ziehen. In dem nächsten Zug gewinnt Weiß den Springer, aber prinzipiell Dame gegen Springer gewinnt man, egal wo der Springer steht oder egal wo sich die Figuren befinden. Schauen wir uns dieses Beispiel an. In dem Fall steht der Bauer auf der C-Linie. Das heißt, der weiße König ist weit weg entfernt von dem Bauern und der schwarze König deckt eigenen Bauern. Wir werden unseren Verfahren wiederholen. Wir spielen Dame B4 mit dem Motto, irgendwann mal auf C3 zu kommen. Schwarz spielt wie üblich auf A2 und nach Dame C3 geht auf B1. Und jetzt, wenn Weiß Dame B3 spielt, was wir in alle anderen Fällen gesehen haben, es hat sich nur reflektiert, also wobei die Figuren auf den anderen Linien gestanden sind, kann Schwarz eigentlich jetzt mit dem König auf A1 gehen. Das heißt, er ist nicht verpflichtend auf C1 zu gehen und dann uns lassen, dass wir mit unserem König zum Bauern kommen, sondern er geht auf A1 und der Punkt ist der, dass nach dem Zug Dame C2 kommt schon wieder der Patrick. Also der schwarze König steht im Patt. Das heißt, egal was Weiß probiert, also er kann in dem Fall irgendwie schon wieder fesseln oder so, wir müssen einfach in der Nähe von den Bauern bleiben und die Stellung ist remis. Ganz ähnlich ist, wenn wir über die A- und H-Bauern reden. Das heißt, Weiß wird wieder Schach geben, Schwarz geht weg, Schach, König B2 zum Beispiel, Dame B4, König C2 und jetzt kommt Dame A3. Nach König B1, Dame B3 und der schwarze König geht schon wieder jetzt in die Ecke. Und Weiß darf nicht mit dem König ziehen, weil es schon wieder Patt ist. Das heißt, unsere Konklusion ist, also wenn wir jetzt einen A, C, F oder H-Bauern haben und die befinden sich auf der vorletzten Reihe und der König ist ganz in der Nähe von den Bauern, wobei der weiße König weit entfernt von den Bauern ist, die Stellung ist remis. Man soll auch berücksichtigen, wenn der Schwarze noch einen zusätzlichen Bauern hätte,
dann verliert Schwarz. Weil der Trick ist nämlich, dass wir nach dem Schach, wenn jetzt Schwarz in die Ecke gehen will, können wir dann Dame C2 spielen, dann ist kein Patt, weil der Schwarze immer noch mit dem Bauern ziehen kann. Und wenn er zieht zum Beispiel H2, dann können wir matt setzen. Wie wir schon gesagt haben, wenn der schwarze Bauer steht auf der A, C, F oder H-Linie und befindet sich auf der vorletzten Reihe, wobei der schwarze König auch in der Nähe von den Bauern ist, die Stellung ist Remis. Aber wir haben uns die Stellung betrachtet, wobei der weiße König weit weg entfernt von den Bauern ist. Wenn der weiße König ganz nah ist, dann kann Weiß gewinnen. Wie in dem Fall, also Weiß spielt Dame E2, Schwarz muss König B1 spielen oder König B3. Also wenn König B1 kommt, dann kommt König C3 und nachdem Schwarz die Dame sich holt, kommt König B3 und jetzt ist eine Zugzwangsstellung. Also Schwarz kann eigentlich keinen aktiven Zug spielen. Also wenn der schwarze Dame irgendwo hinfährt, wird es matt in dem nächsten Zug. Also Schwarz kann das Ganze noch ein bisschen verlängern, indem wir mit dem König auf B3 gehen. Dann kommt Dame D1 Schach, droht Dame A1, König B2 und schon wieder das gleiche. Dame D2, König B1, nach König B3 kommt Dame C1 und in dem nächsten Zug kommt die Dame auf die Umwandlungsfelder, das heißt, der König muss auf B1 gehen, König C3, A1 die Dame und danach König B3 und Weiß gewinnt. Wir haben noch ein interessantes Beispiel. In dem Fall steht der weiße König relativ nah zu dem C2-Bauern, also der Schwarz hat den C-Bauern. Es könnte Remis sein, wenn der weiße König nicht so in der Nähe von den Bauern ist. Das heißt, Weiß ist am Zug, gewinnt. Das werde ich euch überlassen, selber zu lösen. Ihr könnt einfach die Lösungen in den Kommentaren schreiben. Danke fürs Zuschauen. Hallo ihr Schachstreber, in diesem Video werden wir lernen.